Gut, heute ist der 8. Dezember 2025 und damit das niemand glauben würde, wollte ich dich gern zu dem, was du Bermuda netterweise gegeben hattest, wo du die Antworten dann aufgeschrieben hattest, weißt du. Und zwar hatte ich an Quetzal geschrieben und Billy hatte dann netterweise die Antworten aufgeschrieben zu meinen Fragen. Und zwar lese ich es am besten kurz vor und dann, ja, hier habe ich das dann nochmal zusammengefasst. Ja, und besser Billy bestätigt, sonst glaubt das ja doch keiner. Und zwar hatte ich gefragt bezüglich der Bibliothek auf Erra und bezüglich der Kugel, die Veränderung bei den Plejaden und auch in der Föderation vor 53.000 Jahren gebracht hat. Und zwar war dann die Antwort von, Bermuda hat's mitgenommen oder abfotografiert, würden wir sagen. Und Sie sagen immer abgelichtet. Abgelichtet, ja, gut. Und wer es beantwortet hat, weißt du auch nicht. Oder hat Nein, sie das weiß ich Ja, aber sie ist dann mit den Antworten zu dir gekommen und hat es dir gesagt und du hast es dann aufgeschrieben. Und die Antwort war einmal die Bibliothek ist auf Erra, ist durch die Nachfahren des ersten Künders, also durch die Nachfahren von Nokodemi. Ja, also Nachfahren. Der Aber Nocodemio hat persönlich ja kein Kind gehabt. Er ist auch nicht geheiratet gewesen. Es ist einfach der erste Künder nach ihm gewesen, ja. ja, also ich verstehe das als sozusagen die spirituellen Nachfahren, also Ja. die da in der Lehre, die Ja. Nachfahren in der Lehre. Ja. Du hast dann auch gesagt, eben oder aufgeschrieben, Nokodemion hatte keine Kinder und dass er ein Arahat Atasata Wesen war. Und da würde dann schon wieder die Frage sein, was heißt das Arahat Atasata Wesen? Er war ja ein normaler Mann. Aber er ist von Arahat Das ist Atasata gekommen. einfach die Ebene, wo sich so nennt oder wo so genannt worden ist und heute noch so genannt wird. Es ist einfach die Ebene, oder? Er ist mit dem Wissen und der Weisheit geboren. Ja. Also er ist ja auch geboren worden, er ist ja nicht einfach erschienen, oder? Arahata Tersata, das ist das bedeutet einfach so viel wie, das ist die Ebene des Wissens in dem und dem Stadium, oder? Ja, dass er das Wissen dieser Ebene Ja, hatte. genau. Und da jetzt kommt der, was hatte dich, glaube ich, auch überrascht. Die Bibliothek wurde vor 905 Millionen Millionen Jahre ist die erstellt worden. Ja, also schon fast 1 Milliarde Jahre. 1 Milliarde Jahre. alt. Ja. Der Nocodemion, der ist ja vor rund 9 Milliarden Jahren ist geschickt worden oder kreiert worden oder wie man dem sagen will. Ich weiss es nicht, wie man dem soll sagen. Und vor rund 1 Milliarde Jahre, also vor 900 und verquetscht Millionen Jahren ist dann die Bibliothek erstellt worden. Ja, vor 905 Millionen. Ja. Nicht vor 500, 905, 905, ja. Und eben sein Wissen
Also es geht auf sein Wissen zurück im Grunde. Das führt auf sein Wissen retour, auf Ja. dem Nokodemion, sein Wissen, auf seine Lehre, die er gebracht hat. Ja. Sowohl Ja, die technische Seite als eben auch, was in der Bibliothek ist. ja. Ne? Denn die Bibliothek ist ja nicht vergangen in 900 Millionen Nein, Jahren. ist bestehen geblieben. Ja. Und da ist Sachen in die Bibliothek transferiert worden. Wie das vor sich gegangen ist, weiss ich nicht. Die ist einfach so aufgebaut worden und nach über die ganze Zeit hinweg ist wieder Neues dazugekommen, wo wieder eingelagert worden ist, ohne dass aber jemand hat können in die Bibliothek hineingehen. Wie, das weiss ich nicht. Swart hat ja seine Annalen hochgeladen aus dem Vorraum, hast Ja. du erzählt. Also da ist ja Wissen reingekommen. Ja, das ist aber etwas anderes. Über die 900 Millionen Jahre oder die Milliarden Jahre hat sich dieses und jenes hat sich ergeben, wo gelagert worden ist im ganzen Ding sinne. Aber Also- wie das dort reingekommen ist, es hat niemand können reingehen. Es ist einfach innen transferiert worden, aber wie, weiss ich nicht. Also hat die wie so ein trockener Schwamm das Wasser aufgesogen. Also Ja. in Form von Wissen. Halt. Ich weiss es nicht wie. Ja. Ich kann das nicht erklären. Ja, Ich ja. weiss nur, es ist immer wieder Wissen dort innen gespeichert worden, in dieser Bibliothek hinein. Aber wie das Wissen dort reingekommen ist, das weiss ich nicht. Ja. Da ist irgendwie ein, wir würden sagen, ein Mechanismus vorhanden, wo die Sachen einfach aufnimmt oder aufgenommen hat und in sich gespeichert hat. Ja. Und das geht auch weiter in der Zukunft. Dass die immer Ja, weiter... aber jetzt ist es weg, dass die Bibliothek geöffnet ist und es kann Ware eingetragen werden, es kann gespeichert werden, von jetzt an von den Menschen. Ah ja. Ja. Und das bleibt auch so bestehen. Das bleibt so bestehen. Ah, wunderbar. Ja. Also dann habe ich hier geschrieben, Billy erklärte Folgendes: Die Bibliothek existiert nur ein einziges Mal in der gesamten Ja. Schöpfung. Ja. Also das heißt, Im Ankar-Universum. Wohlverstanden, es ist im Ankar-Universum. ja, das heißt nur im Anker-Universum, und die Lehre soll von dort sowohl im Anker-Universum als auch in den anderen Universen. Verbreitet werden. Das ist aber bis heute das erste Mal, dass in ein fremdes, also in ein Paralleluniversum, die übertragen wird. Und das ist deren Universum, das ist unser Universum. Und das ist nur zustande gekommen, aus dem Grund heraus, weil vor 25 Millionen Jahren ein Gestirnkörper, ein Mond oder so, durch ein natürliches Dimensionentor aus dem Ankar-Universum in unser Sternuniversum transferiert ist und sie dem nachgegangen sind und zu den Plejaren gekommen sind und schlussendlich zu unserem Sonnensystem, zum Solsystem und zu der Erde. Ja. Das ist im Grunde auch die Verbindung Ja, zwischen den Ja. Plejaren und uns. Ja. ja. Haben Sie, weißt du, ob Sie schon Dimensionstore zu den anderen 5 Universen gefunden? Nein, haben sie nicht. Haben Sie nicht. Nein. Also ist das extrem schwierig zu finden, Ja. scheinbar. Ja. Denn Sie können ja im gesamten Universum reisen. Ja.
was sie gefunden haben, außerhalb von unserer Schöpfung, haben sie in eine andere Schöpfung hineingefunden. Mhm. Das ist das, was bisher gelungen ist. Aber die anderen Universen, die zu unserer Schöpfung gehören, sind also noch 5 andere, wo sie keinen Durchgang gefunden haben. Mhm. Okay. Und dann heißt es weiter, ja, solange der Planet Erra besteht, wird auch die Bibliothek bestehen, was Milliarden von Jahren sein wird. Ja, Also Erra wird noch extrem lange bestehen. wird noch lange bestehen. Und dann hatte ich hier noch geschrieben, ja, Billy meinte, die Bibliothek wird für Milliarden von Jahren weiter existieren. Ja. Und dann da habe ich noch dazu geschrieben, meine Vermutung ist, dass selbst wenn die Sonne der Plejaden vergeht, werden sie eine künstliche Sonne schaffen. Das weiß ich nicht. Nein, aber da habe ich keine Ahnung. Das hatte ich geschrieben, weil du geschrieben hast, dass wir in der Zukunft das machen werden. Ja. Dass unsere Sonne sozusagen vergehen wird und wir uns versuchen, mit einer Eine künstlichen eigene Sonne schaffen. zu schaffen. Genau. Und Aber ob das jemals gelingen wird, das Ja. weiß ich nicht. ja. Genau, dann hatte ich dazu gefragt, ob sie dich schon mal nach dem Passwort gefragt hätten, weil sie bezüglich weiterem Wissen, was in der Bibliothek vielleicht ist oder so. Und dann war die Antwort, die Bibliothek ist vollständig geöffnet, alle Daten sind zugänglich, doch alles darin enthaltene Wissen und so weiter ist nur frei für die Plejaden und die Föderation. Ja. Also, und dann weiter, das Wissen der Bibliothek ist nur erlaubt für Lehre Betätigende beziehungsweise Lehre Wissende. Wie wir, ist nicht ausreichend. Also nur, dass man von der Lehre weiß, das reicht nicht aus, sondern man muss die Lehre wirklich Man leben. muss die Lehre beherrschen. Ja. Ja. Und in seinem Leben komplett integriert haben und es leben. Und dass du halt, was du an Kenntnisse darüber hast, schweigen sollst. Ja. Ja, und dann, Sekunde, genau, eine Antwort geben. Genau, dann hatte ich gefragt, ob sie in der Zeit zurückgereist wären. Und dann war die Antwort ja. Die Plejaden sind in der Zeit zurückgereist und haben mit den Erbauern der Bibliothek und der Kugel gesprochen. Also die Erbauer der Bibliothek sind auch die Erbauer der Kugel. Ja, sind sie. Die sind die gleichen. Und genau, da wollte ich noch fragen, das hatte ich jetzt letztes Mal vergessen. Hat sie da etwas zu gesagt, als sie die getroffen haben, wie die waren oder wie das? Da habe ich nie nachgefragt. Hast nicht nachgefragt. Da habe ich nie nachgefragt. Das weiß ich nicht. Also ich denke, das war auch für die Plejaden spannende Sache. Ja, etwas, ja, wir würden da sagen, etwas Sensationelles, oder? Ja. Aber ich habe nie nachgefragt und ich weiss nicht, ob diejenigen überhaupt noch leben, wo das erlebt haben, wo zurückgefahren sind zu der und der Zeit. Das weiss ich nicht. Ah ja. Ob das zu der Jetzt-Zeit war oder ob das zu der früheren Zeit war, das weiss ich nicht. Ja. Ich weiss also den Zeitraum nicht, wann das war und ob die überhaupt noch leben oder keine Ahnung. Ja. Gut. Dann ja. Das Eindringen in die Kugel
war halt nie, in die Bibliothek, Entschuldigung, Das ist nicht möglich. war gewesen. nie möglich. Nein, das ist nie möglich gewesen. Ja. Und da sind also Tausende von Menschen über die Zeit, das muss ja schon auch, die sind ja auch schon, glaube ich, Millionen von Jahren auf Ära, die Plejaden. Ja. Hat es immer wieder Menschen gegeben, die es versucht haben und eben sind mit ihrem Leben dafür gezahlt haben. Also hat diese Bibliothek denn ihre Technologie war ja auch schon sehr fortgeschritten. Ja. Ich meine, sie waren ja Raumzeitfahrer, also sowohl in der Raum als auch im Zeit konnten sie sich ja schon bewegen. Richtig. Und trotzdem konnten sie nicht in die Bibliothek eindringen. Ja. Die ist einfach abgesichert auf die Art und Weise, dass nur ein bestimmtes Codewort das hat können öffnen. Ja. Und es ist eine Sicherung gewesen, wo wir mit unserer Technik eigentlich auch schon Anfang davon haben, dass wenn du etwas anlangst, dass sich zu Tod schlägt. Energie, die dich zu Tod schlägt, wenn du die berührst oder in die Nähe kommst, die schon merken tust. Ja, also wo sie die Energie lebensgefährlich wirken tut auf den Mensch. Du meinst jetzt nicht einen elektrifizierten Zaun oder so? Das Nein. Ne? Eine Energieausstrahlung, wo gefährlich ist, wo lebensgefährlich kann sein. Das haben wir auch bereits. Oder nur nennen wir das ein bisschen anders. Wir nennen das Elektrizität. Ja, okay, das meinte ich ja. Also eben ein Zaun, der zum Beispiel eben... Ja, das braucht, dort braucht es eben keinen Zaun, oder? Es ist einfach vorhanden, es strahlt das einfach ab. Ah, okay. Oder? Und das, so viel ich weiss, wird die Energie aus dem Kosmos dauernd, wie soll ich sagen, abgestrahlt und aufgefangen und bildet wie eine Art einen Schutzwall drumherum. Ja. Wie wir das auch in ähnlicher Form haben. Oder? Ja. Aber es ist nur eine Ähnlichkeit. Aber wir haben das mit unserer Technik tatsächlich eben durch die Elektrizität. Ja, es gibt ja diese non-lethal Weapons, die eben eine Strahlung, von der du getroffen wirst und das ist so unerträglich, dass man einfach wegläuft. Ja, genau. Ne? Genau. Und wenn man das sozusagen wie so ein Schild drumherum hat, dann kannst du das nicht anlangen. Oder? Ja, genau. So, Also in dem Rahmen ist das etwas zu verstehen. Ja. Genau. Und Swart konnte ja auch nicht inne, er konnte ja nur in den Vorraum. Und mit dir. Und du hast dann irgendwie, dieses Passwort ist dir eingefallen, oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist mir einfach zugespielt worden. Wie, das weiss der Kuckuck. Ich weiss es nicht. Ja. Ich kann das nicht erklären. Ich bin absolut unwissend darüber. Ja, also das ist jetzt Theorie, aber könnte sein, dass die Kugel dir das sozusagen oder die Bibliothek. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, aber es ist dir eben eingefallen. Ja. Und dann bist du einfach reingegangen. Ja. Aber ohne Swart, ne? Ja. War er dabei oder stand er dann? Nein, er ist nicht dabei gewesen. Also er hat dann draußen gewartet? Ja, oder? genau. Ah ja. Ah, interessant. Hätte er ja sozusagen nutzen können. Oh ja, jetzt komme ich mit rein, aber hat er aber nicht. Nein. Hat er nicht getan. Nein. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, ob er das nicht gewagt hat oder
oder dass sein Respekt war. Ich weiss es nicht, ich habe ihn auch nie gefragt. Ja. Naja, hätte ja sein können, dass die Bibliothek selektiv Ja, ist und sagt, okay, der darf rein und der nicht. Ja, Und dann logisch. hätte er sozusagen Ja. einen Todesschlag bekommen ja, oder so. ja. Also es ist schon, Er hat können in den Forum rein, ja. das haben andere aber nicht können. Ach so. Das haben andere nicht können, das hat nur das Vater können. Ah, okay. Ah, ich dachte, er wäre dann Ja. allgemein zugänglich. Ah ja, okay. Ja. Ja. Ja, dann war da schon auch, genau, und jetzt kommt da auch die Antwort, und zwar, ein Eindringen war nie möglich, nur durch die Bestimmung. Und dann habe ich geschrieben, Billy war dafür bestimmt, die Bibliothek zu öffnen, indem ihm das Passwort einfiel oder übermittelt wurde, wobei nicht Billy als Person dafür bestimmt war, sondern es war zeitbestimmt. Ja. Das heißt, die Plejaren waren bewusstseinsmäßig reif genug, dass die Kugel geöffnet wird, beziehungsweise sich öffnete, indem sie Billy das Passwort übermittelte. Ja. Wie, das weiß ich nicht. Ja. Ja, das ist ja okay. Hauptsache, sie haben jetzt das Passwort. Also, weißt es ist einfach so, da kommt dir plötzlich etwas in den Sinn, du weißt nicht, woher das kommt, es ist einfach plötzlich da. Mhm. Das ist dir sicher auch schon passiert, vielen anderen Menschen auch. Du hast plötzlich etwas aufgefangen, hast es plötzlich gewusst, ohne dass du voran dich eigentlich, wie soll ich sagen, dich instruiert hast oder so voran. Es ist dir einfach plötzlich eingefallen. Du hast einfach plötzlich gewusst, so und so. Ja. Und Wie man sagt, es kommt aus heiterem Himmel. ja, es kommt aus heiterem Himmel. Wie gestern zum Beispiel. Ich weiss nicht, wie das gegangen ist. Dann habe ich auf die Toilette müssen, gell? Und der ruft wie heisst der Morgenwacht gehabt, der Hartmut. Ruft der Genur, s'il vous plaît. Weißt du, einfach so aus dem Stegreif raus. Ich weiss nicht, wie das gekommen ist. Und ich gesagt, merci beaucoup. Mhm. Oder, weißt du, Ja. ich weiss nicht, wie es gegangen ist. Und so habe ich im Fernsehen plötzlich auftaucht, ein Wort auftaucht, ein Satz auftaucht, oder, wo ich am Evi gesagt habe, ist jetzt komisch. Wieso kommt jetzt das plötzlich? Oder am Morgen ist das gewesen, am Abend kommt im Fernsehen, s'il vous plaît. Ja. Einfach so. Weiss Ja. der Kuckuck wie. Ja. Ja, im Schweizer Fernsehen kommt ja schon manchmal Leute, die in der Romandie wohnen und dann Ja, Französisch natürlich. sprechen. Also, Ja. Das sind Welsche gsi, oder? Die haben aber Deutsch geredet gehabt. Und plötzlich kommt das Wort, oder s'il vous plaît. Ich weiss nicht mehr, um was es gegangen ist. Es hat jedenfalls irgendetwas gsi, wo der andere hat können machen, wo es geheissen hat, s'il vous plaît, oder? ja. Ja, ja, das halt passiert. Ja, Das ist- passiert einfach so, Ja, oder? ja. Da kannst du nichts dafür. Es Ja. ist einfach plötzlich da. Ja. Dann hatte ich nach dem Kugelursprung gefragt. Und der Kugelursprung führt laut Infos in der Bibliothek auf eine Idee von Nokodemion zurück und war zeitbestimmt. Ja. Also auch die Kugel ist erschienen, als die Plejaden Einen gewissen Stand erreicht haben. ja, Ja. sonst wäre die gar nicht erschienen. Sonst wäre die gar nicht erschienen. Ja.
Genau. Und woher Gassi gesteuert worden ist oder gesteuert wird, weiss nicht Kuckuck. Ich Ja. weiss es nicht. Ja. Ja, vielleicht finden die Plejaden das ja jetzt heraus, indem sie Möglich. in der Bibliothek Informationen Ich weiß bezüglich es der nicht. Kugel finden. Keine Ahnung. Ja. Aber schon eine, Es ist anzunehmen, aber das passiert vielleicht erst in der Zukunft. ja. Könnte mir vorstellen, dass das eben auch irgendwie verschlüsselt oder so Genau. vorliegt, genau wie eben Informationen verschlüsselt in der Pyramide von Gizeh vorliegen. Ja. Und dass eben erst, wenn sie den Stand erreicht haben, das Dass es entschlüsseln dann passiert. können. Dass sie es dann entschlüsseln können. Ja. Was Es ist anzunehmen, es läuft wahrscheinlich auf die Art und Weise. Ja, ja. Und wir haben ja das Griechische, was heisst, das kann man dir noch nicht sagen, oder? Du musst zuerst das und dieses und jenes lernen. Und wenn du dann selbst verstehst, dann kann man es dir dann sagen. Ja. Oder das haben wir ja auch. Oder? Ja, ja. Also nicht nur bei Kindern, eben auch Ja. Erwachsene. Das sind Ja, ja ja, eigentlich nur große genau. Kinder heutzutage. Genau. Also, ja. Ja. Wollte ich jetzt fragen. Ja, einfach diese Technologie ist, dass also einfach die nicht vergeht, diese Bibliothek. Und auch, dass die Kugel, Ja. die war ja sicherlich auch schon Millionen von Jahren unterwegs. Ja. Viele oder hunderte Millionen von Jahren, bis sie dann zu den Plejaden gekommen. Eben 1 Milliarde. Ja, fast 1 Milliarde Jahre unterwegs. Ja. Und mir ist nicht bekannt, dass sie irgendjemand anders als bei den Plejaden erschienen ist. Ja. Nur in der Föderation halt. Ja. Ne? Ja. Ja. Da ist sie da aber dann bei jedem Planeten. Da ist sie bei jedem über die ganze Dings weg, über die Lichtjahre weg, Planet für Planet gewesen. Verschieden, ja. Ja. Ja, schon beeindruckend. Und was dort gegangen und gelaufen ist, das weiss ich nicht alles. Oder es ist einfach so gewesen, es haben sich Millionen von Menschen haben sich umgebracht. In diesem Umwandlungsprozess, also diese. Millionen von Menschen. Auf jedem Planet Millionen von Menschen. Mhm. Ja. Ja. Ja, aber sie werden dann in eine bessere Welt geboren. Also Ja, in die ihrem werden ja nicht wiedergeboren. Das ist, Nein, das also- ist ja die Schöpfungsenergie und die Ja, Schöpfungslebensenergie, die einfach entweicht, oder? Und, ja, aber die kommt ja wieder und, Ja, und genau. der Planet ist ja dann höher entwickelt. Genau, genau. Also den großen Vorteil, den die Kinder Ja. auf Erra haben, ist, dass sie halt nicht indoktriniert werden. Ja. Ne? Ja, genau. Aber wenn unsere Festplatte erstmal so mit so viel Müll vollgeschrieben wird, das ist schwierig halt Ja. wieder wegzukriegen. Ne? Ja. Ja. Ja, ist ja eigentlich so. Haben wir ja die beste Erfahrung auf unserer Welt. Ja, genau. Also egal in welcher Region du geboren wirst, überall ist Religion. Ja. Ne? Ja. Oder ja, selbst wenn du in eine, sagen wir mal, nicht gläubige Familie geboren wirst, wo beide Eltern Wissenschaftler sind, die haben ihren Ja. Glauben die Wissenschaft. Ja, genau. Ne? Genau. So Lichtgeschwindigkeit ist das schnellste im Universum und so weiter. Das hat auch, genau, das sind alles Glaubenssätze. Ja. Also Wissen tun sie es in Wirklichkeit ja gar nicht. Nein. Also, ja,